Guck mal hier, ChatGPT wurde rund erneuert. Mit einem neuen Motor namens GPT-5. Seit letzter Woche gibt's ihn. Und das Ding kann dolle Dinge. Zum Beispiel dieses Cyberpunk-artige CT-3003 Tower Defense Spiel programmieren, bei dem ich einfach gesagt habe, code mir das mal so im grünen Monitor-Style und mit Sound und allem drum und dran. Ja, schon ganz cool. Vor allem, das ist die kostenlose Version von ChatGPT. Das ging da bislang definitiv nicht in dieser Qualität. Gleichzeitig macht ChatGPT aber auch auf einmal ganz komische Sachen. Nämlich Rechtschreibfehler, Halluzinationen und sagt auf einmal, geil, alles eingetütet zu mir. Was es auch macht, ist, denkt sich einfach Zahlen aus in einem Dokument, wo es konkrete Zahlen hat und dazu ein Diagramm machen sollte. Und als ich dann gesagt habe, wie was? Du hast ja einfach Zahlen ausgedacht? Dann GPT-5 so, ja. Und dann mit diesem Passive-Aggressive Lach-Emoji. Also, als wäre das irgendwie lustig. Ja, was ist da los? Vor allem, weil ja etliche KI-YouTuber so begeistert waren von GPT-5. Das ändert alles. Das hört sie auf. Die Welt hört sie auf zu drehen. Wow. I didn't know it could get this good. Ja, aber so normale Leute, die sind eher gar nicht begeistert. Vor allem, wenn ich mir so die Reaktionen im Netz so anschaue. Wir gucken uns das alles in diesem Video mal genauer an und weil ich glaube, dass die Frage, ob das neue ChatGPT jetzt besser ist oder schlechter und warum, auch viele Nicht-Nerds interessiert, versuche ich in diesem Video mal ein bisschen weniger Techniksprache zu benutzen. Das hatten sowieso manche von euch kritisiert. Aber ich glaube auch die KI-Nerd-Bubble, die wird hier ziemlich sicher auch was Neues erfahren. Ich bin da nämlich einer Verschwörung auf der Spur. Bleibt dran. Verschwörung ist ein bisschen zu clickbaity gewesen. Nee. Nee, ist ja richtig, ne? Ist ja so. Oh. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hierbei. Ja, wenn ihr genug von KI habt und ihr mal vielleicht wieder was lesen wollt, was Menschen geschrieben haben, dann könnte Readly was für euch sein. Die sponsern dieses Video. Mit Readly kann man nämlich 8000 unterschiedliche Magazine und Zeitungen lesen, national und international. Und die kann man auch offline auf dem Mobilgerät abspeichern und zwar bis zu 500 Stück, wenn euer Speicher reicht. Man kann dann also ein bisschen lesen auf so einem Flug oder auf einer Bahnreise, wo man kein Internet hat. Zeitschriften in Readly, die ich selber gerne lese, sind zum Beispiel GameStar, PC Games Hardware, Bravo, New York Magazine und Retro Gamer. Es gibt auch viele Kinderzeitschriften, zum Beispiel Prinzessin Lilifee, Bussibär und Dinosaurier. Neu dabei sind Glamour, GQ, Vogue und AD. Man kann sich jetzt auch Artikel vorlesen lassen. Das ist eine neue Funktion in der App. Und die App, muss ich sagen, die ist echt ganz schön schwupsig. Also da lädt alles schnell, da kann man flüssig blättern. Auflösung ist gut, alles top. Ein Readly-Konto könnt ihr mit bis zu 5 Profilen und auf 5 unterschiedlichen Geräten nutzen. Und bei uns gibt es jetzt auch ein exklusives Angebot. Wenn ihr mit dem Link hier in der Videobeschreibung bucht, bekommt ihr 2 Monate Readly für insgesamt 1 Euro. Dadurch spart ihr 28,98 € im Vergleich zum monatlichen Vollpreis von 14,99 € bei einer Laufzeit von 2 Monaten. Ihr könnt das Abo bei Readly jederzeit kündigen. Werbung Ende. Ja, ChatGPT hat neue Innereien, also ein neues Sprachmodell und das heißt GPT-5. Und das ist eine ziemlich große Sache, denn das letzte GPT mit einer einfachen Zahl als Versionsnummer war GPT-4. Und das kam vor 2,5 Jahren raus, was in der KI-Welt eine immens lange Zeit ist. Ja, und GPT-5 wird jetzt nicht nur von OpenAI als ganz große Nummer verkauft, nein, es hatten auch einige YouTuber vorab Zugriff auf das Modell und die waren auch alle ganz begeistert. Ja, und dann kam GPT-5 raus. Und dann waren die Leute alle gar nicht mehr so begeistert. Ganz im Gegenteil. Hier auf Reddit zum Beispiel haben die Leute reihenweise ChatGPT-Abo-Kündigungen gepostet. Ja, was ist hier los? Wie können die Meinungen so auseinandergehen? Problem Nummer 1. Routing. Ja, der wichtigste Grund für die Probleme ist das sogenannte Routing. Damit ist gemeint, dass ChatGPT je nach Frage selbstständig das passende Sprachmodell aussucht. Und das ist eigentlich eine schlaue Sache, denn das war zumindest bei den kostenpflichtigen ChatGPT-Varianten immer super nervig, dass man hier so eine Riesenliste mit verwirrenden Bezeichnungen hatte und man dann selbst entscheiden musste, welches Modell jetzt für mein Prompt das richtige ist. Ey, was weiß ich? Also ich, der ziemlich im Thema steckt, war davon oft überfordert. Okay, klar, so einfache Textaufgaben, irgendwie Gedicht schreiben oder so, macht man halt mit GPT-4o, aber wann nimmt man jetzt genau O1 und wann O4 Mini? Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall alles vorbei, zumindest für Leute, die ChatGPT Plus verwenden, denn diesen unübersichtlichen Modellauswahldialog, den gibt's da nicht mehr. Von einem auf den anderen Tag verschwunden. Jetzt steht da wirklich nur noch GPT-5 und GPT-5
Thinking. Also von 8 Modellen gibt es nur noch 2 zum Auswählen. Hier ist einmal Keno aus der Zukunft. OpenAI ist kurz vor Veröffentlichung dieses Videos komplett zurückgerudert und hat zumindest temporär wieder etliche Modelle zur Auswahl gestellt. Die Frage ist, wie lange das der Fall sein wird. In der kostenlosen Version gab es dieses überbordende Menü übrigens nicht, ne? Also für die kostenlosen Leute ist das nicht neu. Die beiden GPT-5-Modelle unterscheiden sich beim Reasoning. Ja, und das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also Nicht-Reasoning-Modelle wie GPT-4o, die plappern sofort drauf los, wenn ihr was gepromptet habt. Reasoning-Modelle wie O4 und zum Beispiel auch DeepSeek R1, die denken quasi laut nach. Also man kann da mitlesen, was die denken. Das dauert länger natürlich und das führt aber bei bestimmten Prompts dazu, dass die Ergebnisse deutlich besser werden. Ein ganz konkretes Beispiel, ich mache gerne die täglichen Connections-Rätsel von der New York Times. Da hat man so 16 Begriffe und muss die in 4 Themenblöcke einordnen. Ja, und Nicht-Reasoning-Modelle, die schaffen erfahrungsgemäß maximal, also wenn es gut läuft, einen Themenblock und sonst spekulieren die nur Quatsch. Reasoning-Modelle, zum Beispiel O3, schafft recht häufig das komplette Rätsel. Ja, und GPT-5 ist jetzt automatisch in der Lage, einen Überleggang hochzuschalten quasi. Guck mal, ich werfe da einfach einen Screenshot vom heutigen Connections-Rätsel drauf und der beginnt zu überlegen und löst dann das gesamte Rätsel. Das alte Modell GPT-4o kann das nicht. Und ja, seht ihr hier, das kriegt das Rätsel definitiv nicht gelöst, beziehungsweise gibt falsche Antworten. Genau so soll das funktionieren. Ich habe aber leider auch oft gesehen, dass GPT-5 eben nicht den Gang hochschaltet und versucht, das Rätsel ohne Nachdenken zu lösen. Das klappt dann eben nicht. Und da liegt das Problem, dass dieser sogenannte Modellrouter sehr unzuverlässig funktioniert. Und dazu kommt jetzt noch ein weiteres, noch größeres Problem. Problem Nummer 2, schlechtere Modelle. Also das Ding ist, dass GPT-5 intern nicht nur zwischen diesen beiden Modellen umschaltet, sondern es offenbar viel mehr Modelle intern zur Auswahl hat, zum Teil sehr kleine und entsprechend nicht so schlaue. Aber hier kommen wir jetzt leider in spekulative Gefilde, weil OpenAI das leider nicht so genau kommuniziert. Also wir wissen, dass OpenAI auch Mini- und sogar Nano-Versionen von GPT-5 anbietet. Also nicht in ChatGPT direkt, sondern von außen, also über die Programmierschnittstelle. Also wir wissen, dass die existieren. Und wir wissen auch, dass OpenAI auf die Mini-Version routet, wenn die Nutzungslimits erreicht sind. Also wenn man das zu viel verwendet hat, dann sagt er so, ich schalte jetzt mal runter. Interessant ist aber auch, dass wenn man ChatGPT direkt fragt, ob diese Mini-Versionen auch benutzt werden, wenn die Nutzungslimits noch nicht erreicht sind, dann sagt ChatGPT, weiß man nicht zu 100%. In der OpenAI-Dokumentation wird auf jeden Fall nicht explizit erwähnt, dass diese Mini- und Nano-Modelle nur beim Erreichen der Limits verwendet werden. Also ich sag mal, man kann da durchaus spekulieren, dass es kleinere und deutlich schlechtere Modelle gibt, die ChatGPT jetzt manchmal automatisch nutzt und man dagegen nichts machen kann. Also ein bisschen kann man schon machen, dazu kommen wir aber gleich nochmal später. Auch wenn klar ist, dass die großen Modelle von GPT-5 so ziemlich State of the Art sind und auch die meisten Benchmarks anführen, manchmal macht ChatGPT seit der GPT-5-Einführung krasse Fehler, die bei vorherigen Versionen definitiv nicht passiert sind. Ein klares Beispiel sind Sätze, die keinen Sinn ergeben, also einfach Begriffe verwenden, die es gar nicht gibt. Zum Beispiel hier, Jan Keno Jansen ist beigetragen Redakteur bei CT. Was ist ein beigetragen Redakteur? Das kommt vermutlich vom englischen Contributing Editor, aber das gibt's auf Deutsch so nicht. Also ist auf jeden Fall ein grober Fehler. Und sowas ist beim Vorgängermodell GPT-4o, zumindest in meiner Erfahrung, ich habe es viel benutzt, nie vorgekommen. Also wir haben 2025 und ich zahle 23 € im Monat für ChatGPT. Dann möchte ich nicht, dass solche Dinge passieren. Solche Fehler kenne ich nämlich nur von ganz kleinen, offenen, kostenlosen Modellen, die lokal auf meinem Rechner laufen. Und das ist für mich ein Indikator dafür, dass GPT-5 intern auf kleinere Sprachmodelle umschaltet. Noch ein anderes Beispiel, was ich ziemlich heftig fand. Ich habe GPT-5 mit so einem 51-seitigen PDF von der Deutschen Bundesbank gefüttert. Mit ganz vielen Zahlen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Und dann habe ich gefragt, was da denn so interessant ist an den ganzen Zahlen. Ja, das Ergebnis schien mir auch okay zu sein. Ein bisschen oberflächlich vielleicht, aber ganz okay. Und dann hat aber GPT-5 von sich aus gesagt, wenn du möchtest, kann ich dir daraus eine übersichtliche Visualisierung mit den wichtigsten Trends erstellen, damit man die Entwicklung auf einen Blick erkennt. Ich
Ich so, ja klar, gern. Und GPT-5 dann so, hier ist die Visualisierung der wichtigsten langfristigen Wirtschaftstrends in Deutschland. Reales Bruttoinlandsprodukt, Arbeitsproduktivität und Exportanteil auf Basis der zusammengefassten Erkenntnisse. Also sehr konkret. Und ich habe mir das dann angeguckt und dachte, das sieht irgendwie falsch aus. Mal kurz einen Blick in die Quelle geworfen und ja, das stimmt nicht. Und ich dann so, also wenn ich in die Grafik gucke, dann war der Exportanteil 2020 über 50% des BIP. Stimmt das wirklich? Und ChatGPT dann so, ja, das ist tatsächlich nah an der Realität. Allerdings muss man genau hinschauen, was damit gemeint ist. Ich so, was ist denn eine komische Formulierung? Das klingt fast wie eine Rechtfertigung. Und dann habe ich ChatGPT so ein bisschen ausgetrickst. Sag mir doch mal bitte, wo genau das in der Quelle steht. Und dann hat er mir das gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in deiner Grafik steht ja was anderes als das, was in der Quelle steht. Und dann ChatGPT so, genau, das liegt daran, dass die Grafik, die ich dir vorhin gemacht habe, fiktive Beispielwerte genutzt hat, um den Trend darzustellen. Und ich dann so, du hast dir Zahlen ausgedacht? Und ChatGPT dann so, ja. Und dann diesen Emoji so dahinter. Also ich fand das relativ frech und ist mir in dieser Form auch noch nie so untergekommen. Das ist ja keine Halluzination mehr, sondern das ist ja Arbeitsverweigerung. Und mal so gucken, wie man da so mit durchkommt. Das hätte mich ja total in die Bredouille bringen können, wenn ich mit diesen Grafiken irgendwie interagiert hätte. Last but not least, hier mal ein Vergleich. Habe ich hier mal GPT-5 und GPT-4o die gleichen Fragen gestellt. Und das ist zugegeben eine fiese Halluzinationsfrage. Ich habe nämlich gefragt, Marie Curie hat in ihrer Nobelpreisrede von 1911 den Satz gesagt, die Wissenschaft gehört der ganzen Menschheit. Auf welcher Seite ihres Manuskripts stand dieser Satz? GPT-4o sagt klar, hat die nicht gesagt, kann ich dir leider nicht sagen, das ist auch korrekt. Aber GPT-5 sagt, und das ist ganz schön perfide, Marie Curie äußerte den Satz, die Wissenschaft gehört der ganzen Menschheit auf Französisch, nicht in ihrer darauffolgenden Nobelvorlesung vom 11. Dezember 1911, die auf Radium and the New Concepts in Chemistry lautete. Vielmehr stammt dieser Satz aus ihrer Dankesrede beim Nobelbankett in Stockholm am 10. Dezember 1911. Also es klingt super spezifisch. Und obwohl ich eigentlich wusste, dass es falsch ist, bin ich da erstmal drauf reingefallen und habe gedacht, oh, habe ich mich doch vertan? Aber es war halluziniert. Das soll eine der wichtigsten Neuerungen von GPT-5 eigentlich sein. Und OpenAI hat da sogar Zahlen angegeben. Also laut FactScore Benchmark im Vergleich zu O3, der auf 5,7 kommt GPT-5 nur auf 1,0% Halluzination. Ja, also das kann ich in der Praxis auf jeden Fall nicht bestätigen. Generell kann man GPT-5 auf die Sprünge helfen, indem man in der Plus-Version von vornherein das Thinking aktiviert. Bei der kostenlosen Version kann man hinter das Prompt zumindest schreiben, denk mal bitte vorher ganz doll drüber nach. Dann wechselt GPT-5 ziemlich zuverlässig in das bessere Modell. Meine Kollegen von der übrigens sehr empfehlenswerten KI-Newsseite The Decoder haben mir dieses schöne Beispiel hier gegeben. Visualisiere eine interaktive Infografik über den Brotverbrauch der Deutschen. Ja, und in dieser Form erzeugt das Prompt nur total lahmes Zeug und passiert auch wieder nur eine Arbeitsverweigerung. Hier, eine visuell ansprechende Infografik. Also da ist diese völlig schmucklose Tabelle, wo überhaupt keine grafischen Elemente drin sind, die ChatGPT irgendwie aus dem Internet gefischt hat. Das ist damit gemeint mit der ansprechenden Infografik. Also er macht gar nichts. Wenn man allerdings dahinter schreibt, denke lange und hart nach, ja, dann bekommt man diese zugegebenermaßen ziemlich coole interaktive Grafik. Das ist bessere Qualität als die vorherigen GPT-Versionen konnten. Also fassen wir nochmal zusammen. Die großen internen Varianten von GPT-5 sind sehr kompetent. Die sind so ziemlich das Beste, was gerade so geht in KI. Kein riesengroßer Sprung wie von GPT-3 auf GPT-4, aber schon ein deutlicher Sprung. Darauf haben, theoretisch zumindest, auch die Leute Zugriff, die ChatGPT kostenlos benutzen. Und das dürfte die Mehrheit sein. Also OpenAI sagt, 700 Millionen Leute würden pro Woche ChatGPT benutzen. Das ist echt viel. Und da haben jetzt also sehr, sehr viele Leute erstmals Zugriff auf ein richtig gutes Sprachmodell. Also ein denkendes Sprachmodell, was es vorher definitiv nicht gab. Das Problem ist nur, wenn es nicht gut geht, also wenn der GPT-5-Router das falsche Modell auswählt, ja, dann gibt's Quatsch. Und dann gibt's auch schlechtere Ergebnisse als vorher und Halluzinationen. Und ich vermute, dass das der Grund ist, warum GPT-5 so stark kritisiert wird im Netz. Weil die Leute eben diese Erfahrung machen, dass das auf schlechtere Modelle zurückfällt. Es gibt aber auch noch eine andere wichtige Sache, denn gerade der Vorgänger GPT-4o, der hat zumindest zeitweise so ein, nenn es mal, Speichellecker-Problem gehabt. Der eigentliche Fachbegriff ist Sycophancy.
aber die Übersetzung ist Schmeichelei oder eben Speichelleckerei. Das heißt, dass GPT-4o es den Leuten ganz doll recht machen wollte. Oh, toll, wie schlau du bist. Ja, nee, klar, ja. Chemtrails werden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrag finanziert. Also egal, was für Quatsch man reingibt, ChatGPT gibt einem recht. Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen lustig, aber es wird immer deutlicher, dass immer mehr Leute ChatGPT als Psychotherapeuten verwenden oder als Freundschaftsersatz. Also ich habe tatsächlich schon gehört, dass Leute ihre komplette WhatsApp-History in ChatGPT reinfeeden, um herauszufinden, ob sie im Recht sind in den Diskussionen mit Partner, Partnerin, Freunden, Oma, Opa, whatever. Es gibt tatsächlich schon den englischen Begriff der Chatbot Psychosis. Ja, und es sind auch schon Leute zu Tode gekommen, weil es einfach gefährlich ist, wenn man in den eigenen Wahnvorstellungen unterstützt wird. Und das hat ChatGPT offenbar gemacht. Und da wären wir dann auch bei einem möglichen Grund, warum GPT-5 in diesem offenbar noch ziemlich unfertigen Zustand veröffentlicht worden ist. OpenAI wollte so schnell wie möglich weg von GPT-4o, weil das in psychologischer Hinsicht potenziell gefährlich ist. Also ich sage auf keinen Fall, dass das der Hauptgrund ist, sondern ich sage nur, dass ich es zumindest für möglich halte, dass das da mit reingespielt hat. Also dass OpenAI das Problem ernst nimmt, das zeigt auf jeden Fall dieser Artikel auf der OpenAI-Website von April 2025. Da sagen sie nämlich, dass sie ein Hinter-den-Kulissen-Update von GPT-4o zurückgezogen haben, eben wegen dieser Sycophancy. Ich finde auch recht krass, dass OpenAI sogar deutlich schreibt, dieses Verhalten des Sprachmodells kann Leid verursachen. Cause Distress. Das ist ja für so einen US-Tech-Konzern schon ziemlich deutlich. So, aber jetzt kommt der Elefant im Raum. Ein für mich recht wahrscheinlicher Grund, warum man so holter-die-Polter auf GPT-5 umgestellt hat. Weil das automatische Routing immens viel Geld sparen kann. Klar, kompetente, große Modelle kosten viel Rechenleistung. Eine Schätzung von 2023 sagt, dass OpenAI für den Betrieb von ChatGPT am Tag $700 Millionen zahlt. Ja, CPU und GPUs betreiben ist teuer. Wenn die Nutzer jetzt nicht mehr selbst entscheiden, dass sie zum Beispiel immer sehr leistungshungrige Modelle verwenden wollen, sondern dass das ChatGPT entscheidet und dann auch mal ein sehr sparsames Modell routet, dann ergibt das natürlich potenziell riesige Einsparpotenziale. Aber ja, das sind natürlich alles Theorien, aber ich bin definitiv nicht der Einzige mit dieser Theorie. Mein Fazit. Ja, schwierig. Also wenn die großen, starken Modelle laufen, dann ist GPT-5 super. Hochgradig kompetent in vielen Bereichen, kann coden, kennt sich mit Medizin aus, also nichts zu meckern. Vor allem für Leute, die kostenlose Versionen nutzen, ist GPT-5 ein Riesensprung, denn die können jetzt erstmal ein wirklich denkendes Modell verwenden, also zumindest, wenn sie denke doll darüber nach, ans Ende des Prompts schreiben. Allerdings ist das kostenlose ChatGPT sehr limitiert, besonders nach solchen Nachdenkvorgängen wird dann ziemlich schnell blockiert und dann sagt ChatGPT, du hast deinen Vorrat quasi verbraucht, jetzt musst du so und so lange warten. Wenn du schneller ran willst, hier kannst du ein Abo abschließen. Das ist ein bisschen so wie diese schrecklichen Free-to-Play-Spiele. Ja, aber gut, irgendwoher muss das Geld für die Server ja auch kommen. Für 23 € kriegt man das Plus-Abo. Da kann man seit wenigen Tagen das alte 4o-Modell zumindest zeitweise dazuschalten, weil ja die Userschaft doll gemeckert hat. Und dann gibt es auch noch das Pro-Abo für lockere 229 €. Da kann man dann exklusiv auf das GPT-5 Pro-Modell zugreifen. Ja, und natürlich gibt es auch Firmenabos, wo man einzelne Arbeitsplatzlizenzen kaufen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ChatGPT produktiv einsetze, so beruflich, und dann kommt so ein Über-Nacht-Update, was mir dann komplett die Kontrolle entzieht, welche Modelle ich einsetzen kann, und ich dann auf Gedeih und Verderb dem GPT-5-Router vertrauen muss, ja, dann wäre ich auf jeden Fall sauer. Weil der Router, wie ich hier in diesem Video hoffentlich anschaulich gezeigt habe, nicht so gut funktioniert. Beziehungsweise er offenbar zu häufig zu kleine Modelle auswählt. Also wenn er funktionieren würde, dann fände ich das mit den kleinen Modellen auch gut, weil das ja auch Energie spart. Und wenn ich irgendwie prompte, was heißt Hund auf Englisch oder so, dann kann mir das genauso gut so ein Mini-Modell beantworten. Da muss ich dann nicht die ganz großen Maschinen anwerfen. Aber es funktioniert halt nicht zuverlässig. Ich wollte erst noch nicht zuverlässig sagen, aber ich weiß nicht, ob das Problem so einfach behoben werden kann.
Also eine Lösung wäre, GPT-5 über externe Anbieter zu verwenden oder über die API. Da ist dann der Router nicht aktiv. Das heißt, da kann man dann nach wie vor manuell die Modelle auswählen. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass die ChatGPT-Website und auch die App wirklich gut funktionieren. Also weiß ich nicht, ob ich das unbedingt machen will. Und es ist natürlich auch teuer, wenn man über die Programmierschnittstelle geht. Also schwierig. Worüber ich auf jeden Fall ganz froh bin, dass ich mir hier mit dem Video über GPT-5 ein bisschen Zeit gelassen habe, mir das alles mal genauer anzugucken, denn da gab es auf jeden Fall interessante Dinge herauszufinden, die vielleicht im Hype-Strudel untergegangen wären. Wenn ihr das mögt, Dinge ein bisschen deeper zu betrachten, dann kann ich euch auf jeden Fall den CT Summer Sale empfehlen. Da kriegt ihr auf jeden Fall 6 CT-Ausgaben für nur 17,70 €, gedruckt auf Papier für 21,45 € und da dürft ihr euch sogar noch ein Geschenk aussuchen. Ich versichere euch auch, dass die Abo-Konditionen echt harmlos sind. Man kann das jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen. Also keine Angst, dass ihr da irgendwie ein ganzes Jahr bezahlen müsst, wenn ihr irgendwie eine Frist verpasst habt oder so. Also alles easy. Das Angebot gibt es auf jeden Fall auf ct.de/3003 Sommer und nur solange es heiß ist, also läuft nur für kurze Zeit. Ja, und natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt über ChatGPT, über CT, über sonst was. Ich lese alles. Tschüss.